Hallo, liebe Space Engineers Freunde, hier ist der Mel und wir machen heute mal ein kleines Schiffsbau-Tutorial. Ist übrigens mein erstes Video. Mal schauen, was daraus wird. Ich habe einfach Spaß und ich hoffe, ihr habt dabei auch Spaß. Wir fangen einfach mal an. Ich habe so eine kleine Strichliste schon mal gemacht, was ich gerne einbauen würde. Wir fangen mit Maschinenraum an. Das wäre der Part hier. Ja, im Groben und Ganzen sind halt die Standardsachen drin, die für mich immer in den Maschinenraum rein gehören. Reaktoren, Gyroskope, Sprungantriebe, Batterien, damit wir ein bisschen speichern können, Beleuchtung. Naja, hat Vorteile, laufe ich nicht überall gegen. Ja, Lüfter, ja, ein bisschen Sauerstoff hätte ich gern schon in meinem Raumschiff, sonst wird das Atmen so ein bisschen unpraktisch. Und damit das Ganze auch funktioniert, Sauerstoffgeneratoren. Und wenn wir dann schon dabei sind, machen wir Sauerstofftanks und Wasserstofftanks bei. Ja, lasst uns einfach mal loslegen. Wir fangen einfach mal an mit einer kleinen, na komm, papp an hier, einer langen Linie in der Mitte, machen wir so 12 Blocks. Ähm, Ich fange an immer mit den Reaktoren in dem Fall, aber vorher noch schön hier Spiegelmodus aktivieren, damit ich nicht alles doppelt machen muss. Bisschen Bequemheit gehört dazu, Bequemlichkeit so rum. So, wir machen 3 Dreierblöcke mit Reaktoren. Ich nehme hier die kleinen Reaktoren, sind einfach schöner anzusehen und von den Werten her, ich habe es mal verglichen, bei meinen Einstellungen geben die 15 Megawatt ab, die großen geben 300 Megawatt ab. Ähm, Rein rechnerisch haben die großen 27 Blöcke in der Masse, der hier hat einen, also müssten wir die 15 mal 27 rechnen, dann sind wir bei über 400. Der große, wie gesagt, 300 Megawatt, also sind die für mich dann auch noch effektiver. Ähm, Wie es jetzt mit dem Uranverbrauch aussieht, könnte ich euch auswendig nicht sagen, um ehrlich zu sein. Das habe ich nicht verglichen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall passt das für mich von der Optik her halt recht schön. Wir bauen anfangs alles erstmal in Grau, damit das auch halbwegs sichtbar ist. Ich könnte es mal eben drehen, damit ihr dann überhaupt was seht, weil wenn das Ganze nicht in der Sonne ist, kann das schon mal etwas dunkel wirken. So sieht man auch gleich viel mehr. Ja, dann habe ich hier vorgehabt, ein Deko reinzubringen. So ein bisschen Struktur, damit es nicht ganz langweilig ist. Ähm, Machen wir einfach mal. So, dann kommt hier drauf. Dasselbe Spiel da. Dann können wir da nochmal Blöcke draufsetzen. Denn ich möchte hier nachher einen Lüfter einbauen. Den können wir auch direkt setzen, theoretisch. Da ist er. Hier werden wir so ein bisschen penibel, dass die Richtung auch korrekt ist. Dann sieht das auch gut aus. Dann können wir direkt den Conveyor, also das Förderband, zu Deutsch einmal drüber setzen, dann haben wir das auch schon mal. Ja, das sieht doch schon mal nice aus. Jetzt machen wir einfach mal eine Wand hinter. Dann können wir nämlich weiterbauen. Na, komm, dann bitte so hinsetzen, wie ich es haben möchte. Danke. Das hier können wir schließen. So, jetzt haben wir eine relativ schöne Struktur schon mal. Als nächstes setzen wir hier die Gyroskope rein. In dem Fall nehmen wir auch 3x3 immer, oder 2 Reihen, A3 Stück dann pro Seite. Und dann haben wir schon hier eine relativ coole Struktur. Hier oben, die machen wir zu. So, was hatte ich noch auf meiner Liste? Genau, Sprungantriebe hatte ich noch auf meiner Liste. Die wären diese hier. Da packen wir die doch einfach mal hier zwischen. Das sieht doch immer relativ akzeptabel aus. So, jetzt wird es hier etwas dunkel. Dann machen wir hier mal Licht an, damit wir auch alle was sehen können. Im Großen und Ganzen sieht das eigentlich schon recht cool aus. Ich glaube, hier baue ich nichts mehr dran, außer Triebwerke zum Schluss. Also kann ich hier auch einfach mal zubauen. Das machen wir jetzt einfach mal so. Hier in der Mitte baue
baue ich noch die Batterien rein. Dann haben wir die auch von der Strichliste. Da waren sie. So, gern mit der Mitte nach innen. Dann sehe ich das auch mal. Dann ist unser Maschinenraum schon fast fertig. So, jetzt kommt hier noch eine Tür hin. So, machen wir die Blöcke mal zu, damit das gleich auch luftdicht ist. Türe, so haben wir die Tür, da haben wir die Tür. Ich nehme die schön nach innen. Da das aber jetzt alles etwas langweilig hier in der Ecke wirkt, machen wir doch noch Folgendes. Wir haben hier die Struktur hier, geben wir das einfach mal mit so rein, die machen wir zu. Dann sind wir hier aus der Nummer schon mal halbwegs raus, dass das nicht mehr so knobig und unförmig wirkt. Beleuchtung als nächstes. Ich packe hier gern die Eckleuchten rein, immer schön über die Gyroskope. Das sieht eigentlich immer recht cool aus. So, jetzt kann ich mal meine Lampe ausmachen, dann sieht man schon, das hat ein gewisses Flair, das Ganze. Aber wir sind noch nicht fertig. So. Da ich immer etwas bequemer bin, was die Türen angeht, ja, baue ich hier auch gern einen Sensor rein. Jetzt gehe ich aber mal hin und benenne die Sachen auch ein wenig um. Ja, es wird ein Produktionsschiff. Theoretisch würde ich jetzt hier noch eine Kategorisierung vorpacken, aber mir fällt gerade nichts ein, wie ich das Ganze benennen will. Das kann ich im Nachhinein noch machen. Auf jeden Fall ist der Raum zumindest definiert und der Zweck des Ganzen. So, da ich jetzt hier allerdings einen Sensor habe, der für mich nur eine einzige Aufgabe übernimmt, und zwar die Tür wieder zuzumachen, nachdem ich sie aufgemacht habe, kann ich hier mit sehr geringen Werten arbeiten. Ne, also ganz einfach beim Sensor, dieser Balken muss nach unten zeigen, dann wisst ihr, wo unten ist, und dann geht der Sensor halt immer davon aus, links ist von ihm aus links, also denkt hier spiegelverkehrt, rechts ist rechts, ne, you know. Nach unten würde ich immer gucken, also ein Block hat im Spiel so 2,5 Meter, das heißt, wenn wir ja wirklich hier in der Mitte von dem zweiten Block sind, weil die Tür ist ja da runter, reden wir hier theoretisch über so 3,5, 4 Meter, ich lasse den auf 5 stehen, da kommt eh nichts drunter, da ist der nächste Block, also das passiert. Da passiert nichts. Nach oben hin brauche ich halt nichts, deswegen kleinster Wert 0,1. Nach hinten und nach vorne, das ist halt der Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich. Also wenn ich hier durchgehe, brauche ich nur relativ klein haben. Von daher ist das für mich immer der einfachste Wert. So, jetzt kommt der Befehl. Also ganz einfach. Es passiert Folgendes: Sobald ich in diesen Bereich reinkomme, reagiert der Sensor auf mich. Entweder führt er etwas aus, wenn ich in den Bereich reinkomme, das ist hier vorne das Feld, oder er führt etwas aus, wenn ich den Bereich verlasse. Geht auch mit beidem, also ihr könnt theoretisch hier die Tür definieren, wenn ich reinkomme, öffnet er, wenn ich rausgehe, schließt er. Jetzt möchte ich aber nur, dass er schließt, das heißt, den nehme ich hier raus. Hab hier halt nur, ich pack's nochmal rein, den Block geschlossen, nehme ich als Auswahl. Offen und geschlossen schaltet halt immer um, also da wäre ich vorsichtig, das würde jetzt in dem Fall unsinnig sein, weil ich komme in den Bereich rein, will die Tür geöffnet haben und er schließt vor meiner Nase, wäre der Kontext, wenn die Tür offen stände zum Beispiel. Also ich will nur, dass der die Tür schließt, wenn ich aus dem Bereich rausgehe. Wie man sieht, hier unten die Tür ist noch offen. Ich komme aus dem Bereich raus, habt ihr gerade gesehen. Er schließt die Tür, ich kann sie wieder aufmachen und komme wieder raus, er schließt sie wieder. Super sympathisch, easy going, brauche ich nicht viel mit zu machen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Fleißarbeit. Wir kopieren noch eben Maschinenraum Bindestrich, so das kopieren wir schnell, dann brauchen wir die als tippen. Reaktoren.
speichern, aus dem Terminal anzeigen lassen. Das möchte ich nämlich nicht unbedingt. Alle Batterien. Dann nehmen wir das Ding Batterien. Na, Kleinschritt hier. Okay, ich habe zu dicke Finger, ihr seht es. Und vor allen Dingen, da kommt kein Buchstabe rein. Ja, leuchten. So, Beleuchtung. Terminalanzeigen nein. Dann haben wir noch die Gyros. Genau, die Lüfter. Jetzt habe ich es doch noch wieder ausgeschrieben, aber gut, passiert. Wenn ich im Brass bin, passiert sowas. Alles gut. Und die Sprungantriebe. Sprungantriebe. Korrekt. So, die werdet ihr nachher natürlich nicht steuern können mit der Gruppe, das macht keinen Sinn. Außer ihr wollt die einen ausschalten. Wenn ihr einen Sprung machen wollt, müsst ihr das einzeln einstellen. Aber das ist einfach für mich eine Gruppierung her. So, jetzt schauen wir uns doch nochmal um. Hier unser Maschinenraum, der soweit fast fertig ist. Wir wollten aber noch ein wenig Sauerstoff mit reinbringen, also machen wir das doch einfach mal. Ich packe die gerne mal hier drunter. Das ist der Sauerstoffgenerator, ja, der hat einen Block auf der Seite. Dann kommt der Sauerstofftank und der Hydrogentank. Dann sind wir aus der Nummer schon mal raus. Jetzt verbinden wir direkt hier unten die, wenn wir schon einmal dabei sind, die Conveyor. Ich setze am Abschluss immer gern einen Conveyor, dann kann ich da auch weitermachen. Das war die falsche Taste. So, jetzt haben wir das eigentlich auch schon direkt mit drin. So, können eben noch die Gruppen herstellen oder erstellen. Generatoren. So, haben wir das auch schon mal. Ja, Beleuchtung gefällt mir so noch nicht so ganz. Wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen mit einer anderen Farbe arbeiten. Ich hätte hier gern so einen Cyanton, also ein helles Blau und eine Intensität von 6. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, das wirkt schon, machen wir hier mal das Interface aus, das wirkt schon um einiges besser. Wenn wir hier mal durchgehen. Das ist schon nice. Ist hell genug. Wirkt einfach, ja, Magnetschuhe reagieren immer auf diese komischen Reaktoren. Das finde ich nice. Jetzt gefällt mir eigentlich die Farbe noch nicht. Da werden wir einfach mal Taste P, dann kommen wir ins Farbauswahlmenü. Ups. Ja, man sollte nicht gleichzeitig alles drücken hier. Ich werde alles erstmal in schwarz machen, in dem Clear Armo. Das mag ich halt recht gerne. Ich mag es sehr sauber. Und normalerweise würde ich jetzt hier so rot nehmen. Das sieht eigentlich recht cool aus. Aber da das ein industrielles Schiff werden soll, werden wir hier mit dem Gelb arbeiten. Das hat immer so ein bisschen diesen, ja, Bauarbeiter-Look, finde ich. Das finde ich eigentlich recht cool für sowas. Brauchen ja auch nicht zu viel Farbe. Das reicht unter Umständen schon aus. So, jetzt machen wir das nochmal. Und ihr seht, so ein bisschen Farbe lässt schon die Optik, okay, nicht an der Tür rückwärts hochgehen, lässt schon die Optik ganz anders wirken. Und ja, das sieht doch soweit recht schön aus. So, na, so sollte man noch. Ich habe einen Sensor gebaut, warum mache ich die Tür eigentlich direkt wieder zu? Um die Außenhaut kümmern wir später, das ist ein anderes Thema.
Das wird ganz zum Schluss erst der Fall werden, wenn das Schiff fertig ist. Schauen wir mal. Luftig ist es noch nicht, weil wir haben noch einige Blöcke außen nicht verkleidet. Das ist durchaus normal. Von daher passt das aber soweit. Ja, Maschinenraum ist glaube ich fertig. Gucken wir mal schnell auf die Strichliste. Wo ist er da unten? Okay, hier steht Kopf. So. Reaktoren, Gyroskope, Sprungantriebe haben wir alles drin. Batterien haben wir drin. Beleuchtung haben wir drin. Lüfter haben wir drin. Sauerstoffgenerator, Sauerstofftank und Wasserstofftank ist auch drin. Damit wäre unser Maschinenraum fertig. Um den Rest kümmern wir uns später. Wie gesagt, die Außenhaut, die Triebwerke und die Verbindung von dem ganzen Thema. Ja, das war es soweit erstmal mit dem ersten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Solltet ihr Fragen oder Kommentare haben, schreibt es gerne in die Comments. Ansonsten möchte ich hier auch nochmal kurz einen Dank an den Mighty Brancor schicken, weil das Design so im Großen und Ganzen habe ich sehr stark nachempfunden. Das fand ich mega. Ich habe es einfach übernommen. Ich hoffe, er hat da nichts gegen. Ansonsten kann er sich ja gerne melden. In dem Sinne, viel Spaß noch und wir sehen uns im nächsten Teil.